verlassen jetzt in 900 Meter oder so Western Australia und kommen jetzt nach South Australia. Keine Ahnung, wie das hier abläuft. Jetzt müssen wir hier erstmal gucken. In 300 meters, your destination will be on the left. So, es kann natürlich auch sein, dass die hier nur die Kontrolle nach Western Australia reinmachen. Ich weiß nicht, wie strikt die Südaustralier sind, weil no requirement to stop here. Da ist es, hier haben wir was. Steht einer hinter dir? Nee. Your destination is on the left. Okay. Time Zone Change. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aus Südaustralien. Ja, nach 4 Monaten Western Australia gehen Oder wir jetzt 5, ja. 4 oder Ja, 5, 4 ja. oder 5 Monate. Wechseln wir jetzt über nach Südaustralien No. und schauen, was da alles zu gehen ist. Wir hoffen mal, dass wir jetzt, wenn wir 5 Meter weitergehen, erstmal der Wind aufhört. Glaube ich nicht. Aber kannst ja mal probieren. Ja, dann gucken wir mal, was uns jetzt hier erwartet, die nächsten Monate. Auf nach Südaustralien. Haha, Was denn? ich weiß, es gilt nicht. Gilt ja nicht mehr, wir waren ja schon längst da. Für ein Frisch. Beutelchen Ja. Ah, okay, gut. oder so. Frisch in Südaustralien angekommen. Berlin 16.025 Kilometer. Naja, ist da. Und Brisbane ist 2.750 Kilometer. Ah, ist ja fast um die Ecke, ha? Ja. Na, mal gucken, ob wir hier im Klippenparkplatz bleiben für heute Nacht. Eigentlich wollten wir ja direkt an der Klippe parken, aber da hättest du uns unter Umständen den Caravan von der Klippe geschoben. Ja, wahrscheinlich. Ziemlich heftig windig. Ist ziemlich windig, ja. Und ich denke mal, genau da hinten ist denn die Antarktika? Ja, kann sein. Siehst nicht, wie kalt es da hinten ist? Und jetzt lass Okay. uns einfach nur das Meer genießen. Und die Farbe. Und jetzt machen wir erstmal Essen, weil ich fange an, hungrig zu werden. Und jetzt, wo wir in Südaustralien sind, haben wir noch ein anderes Problem. Wir haben hier eine neue Zeitzone. Ja. Und damit es sich richtig lohnt, gleich auf einen Schlag 2,5 Stunden. Ja, weil Südaustralien hat im Gegensatz zu Western Australien Sommerzeit. Das Ja. heißt, die Zeit ist nicht nur 1,5, sondern 2,5 Stunden. Und jetzt sind wir zeitlich sogar voraus vor Brisbane, Ja. also vor Nicole und Florian. Ja, weil Südaustralien und ich glaube New South Wales auch, Ja, die haben eine Sommerzeit. Warum? Gott weiß warum. Jeder ärgert sich über die Sommerzeit, aber die haben sie ja. Ja, theoretisch ja. Wir waren bis vor einer Stunde waren wir noch 2 Stunden hinter Niki in Brisbane zurück. Ja. Und jetzt sind wir im Prinzip seitenmäßig hinter Brisbane. Westlich von Brisbane. Westlich von Brisbane, sind aber jetzt auf einen Schlag eine halbe Stunde zeitlich Brisbane voraus. Okay. Nehmen wir mal einfach so. Machen wir es. Also, Essenszeit.
Wir sind jetzt angekommen am westlichen Ende von dem baumlosen Flachland. Hübsches Plätzchen. Ja. 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 Die Nalabur. Wir waren da. Wir haben unseren Nachtplatz von den Wandercliffs nun hierher verlegt in die Scott's Bay. Ja. Und wir stehen direkt hinter einer Düne jetzt. Ja, haben uns so eine kleine Tasche gefunden und die es reingepasst hat. Und irgendwie, weiß ich nicht, ob hier in Südaustralien irgendwas anders ist. In Western-Australien war ja immer alles relativ voll oder ist sehr voll geworden. Denn wir sind hier angekommen und es ist überhaupt keiner hier. Ja. Der komplette Platz ist leer und der ist schön. Wir haben sogar eine Toilette, die wir natürlich nicht unbedingt brauchen, aber es ist eine nette Geste, dass eine da ist. Ja. Informationsboard, zwar bloß ein Tisch, aber ich glaube, die haben bestimmt Platz für 20 Autos oder so, 20 Familien. Und das ist kein Schwein hier. Und wir sind zwar nicht in einem Nationalpark, wir sind in einem Conservation Area. oder wie das heißt. Ja, jedenfalls ist es richtig schön hier. Und wir gehen jetzt erstmal an den Strand gucken. Und dann haben wir gesehen, sollen hier irgendwo noch eine kleine Seelöwenkolonie sein. Und da gucken wir mal, ob wir die heute noch besuchen oder ob wir das erst morgen machen. Weil wir wollen für 2 Nächte hier bleiben. Ja. Geplant war eine Nacht, aber wie wir hier angekommen sind, haben wir uns spontan gleich noch für eine zweite Nacht entschieden. Und wie gesagt, es ist ja nicht wegen Überfüllung geschlossen. Da hinten an dem Zipfel, da hinten, da sollen die Seelöwen sein. Wir stehen jetzt gerade ein bisschen im Wasser. Es ist glasklar und saukalt. Oh, guck mal, eine Meerjungfrau. Seelöwen. Australische Seelöwen. Ja. Australische Seelöwen, ja. War eine ziemlich abenteuerliche Fahrt hierher, aber wir haben mal versucht, jetzt die Seelöwen zu finden und wir haben sie gefunden. Sie haben sich da schön ihren Strand reserviert. Schon irgendwie unglaublich, wa? Dass du so dicht dran bist auch.
Am nächsten Morgen werden wir von diesen kleinen Kärtchen geweckt, die den Tau von unserem Dach pieken. Und dann sehen wir dieses Kerlchen. Woher kennen wir den? Wir sind jetzt am Lake McDonald und der See ist berühmt dafür, dass er pink ist, zumindest auf einer Seite. Und die andere Seite hat eine normale Farbe. Aber das sieht man wahrscheinlich erst richtig in der Luft. Also, hoch geht's! Das ist die wenig salzige und die nicht pink ist. Und wenn wir über die Straße gehen, haben wir die extrem salzige mit einem leichten Touch auf pink. Wow. Guck dir das an. Das sieht aus, als hätte es hier geschneit. Wir sind jetzt in Pinong. Jetzt ist es richtig so ausgesprochen. Denke ich mal. Keine Ahnung. Und wir sind hier im Windmühlenmuseum. Also ich habe mich gerade ein bisschen schlau gemacht. Ja, Du kennst ja jetzt mittlerweile die Australier ja, und ihre Ideen, die sie immer so haben, irgendwo mal so einen Anziehungspunkt zu machen. ja. Rate mal, wo die Idee entstanden ist, hier diesen Windmühlenpark als Museum zu machen. Keine Ahnung. Sag's Wo mir. kriegt ein Australier so eine Ideen her? Im Pub. Und das sind jetzt aber Windmühlen, die sie benutzt haben vorher, oder? Was haben sie gesagt? Die Ortschaft war schon immer bekannt dafür, dass Leute, die durchgefahren sind, immer schon gesagt haben, hier gibt es unheimlich viele Windmühlen in der Gegend. Und die sind dann irgendwann halt alle, fangen die dann an zu verfallen. Und deshalb haben die sich dann irgendwann gesagt, los komm, wir bauen die Dinger ab, tragen die zusammen, pflastern die Dinger hier wieder zusammen. Und dadurch ist dann das Ding hier entstanden. Das könnte schon fast unter den Giant Things of Australia gelten, wa? Ja, hier. Das ist die größte Windmühle, die es in ganz Australien gibt. Das ist a Giant Thing of Australia. Und ich meine, jetzt hast du ja mal einen Größenvergleich. Ich kann dir sogar noch mit mehr dienen. Ja, B-Pattern 10,67 Meter. Die hat sogar eine Seriennummer. Jetzt schätz mal so ganz grob, wie alt die Klamotte ist, wann sie das Ding zusammengeschustert haben.
Irgendwann in 1950er, 60er? 1932 Wow. haben die den Trümmer gebaut. Die kann Wasser von bis zu 152 Meter Tiefe hochholen. Das ist schon Wasser. Und kann dann aus den 152 Meter 1 Million Liter pro Tag. Das lohnt sich. Sollte man gar nicht glauben, ne? Das ist eins von diesen Blättern, die an der da dran sind. Adelaide Challenge Windmill Number 84, Nummer 178. Oh, die haben sie gebaut in 1884. Die ist alt. Da haben sie sogar aus einer Windmühle ein Auto gebaut. Konntest du die halt durch die Gegend schleppen. Okay. Die haben, so wie es aussieht, früher Tanks unter der Erde gehabt. Und je nachdem, wie voll der Tank war oder wo sie das Wasser gebraucht haben, haben sie dann bloß die eine Windmühle hier gehabt und haben die praktisch auf den Rädern, haben die Windmühle gezogen und haben die zu dem Tank hingebracht, den sie gerade brauchten. Ja. Da mussten sie nicht an jedem einzelnen Tank eine Windmühle bauen, sondern hatten bloß eine und haben die durch die Gegend geschoben. Made in 1939. Bis 1948 ist sie gelaufen, 9 Jahre. Donate to History? Ja. Oh. Hört sich relativ voll an. Und die haben da wahrscheinlich gut Arbeit reingesteckt. Typischer australischer Humor. Wir sind jetzt am Pantry. Hier hat auch einer eine Gabel hingehangen. Siehst du? Und hier muss irgendwo eine The Ride of Our Lives. Oh, 25. Normalerweise hat man ja immer so eine Bäume, wo sie dann Socken hinhängen. Wir haben schon einen gehabt, da haben sie BHs rangehangen, Ja. Teddybären, Schuhe. Ja, und der hat halt Bratpfannen. Ach, einer hat sogar einen Wok hingehangen, siehst du. Hier ist noch mal eine Gabel. Ja, Naja, okay. Kuriosität am Straßenrand. Jetzt wissen wir, was eine Pantry ist. Genau. Okay. Wir haben unsere nächste Quarantänestation vor uns. Auch wenn wir schon längst in Südaustralien sind, ist die Quarantänestation erst hier. Und wie zur Einfahrt nach Western Australien, keine Früchte, kein Gemüse, kein Honig, keine Nüsse und wir sind darauf vorbereitet. Jetzt schauen wir mal, wie schnell es geht. Irgendwie haben sie sich um ein paar 100 Kilometer vertan. Hm? Ja. Wie lange hat es jetzt gedauert? Eine Minute? Sagen wir mal so 2 bis 3 Minuten, aber auch nur, weil wir festgestellt haben, der spricht Deutsch und wir haben uns mit dem noch unterhalten. Die eigentliche Inspektion eine Minute. Ja. Plus das übliche Kühlschrank gucken, Storage gucken, was wir dabei haben und das war's dann. Ja, und da wir, wie gesagt, vorbereitet waren, Ja, und war es alles. ratzifatz. Wir haben die Nullarbor geschafft und ich muss sagen, der Air Highway war ziemlich anstrengend. Die 1200 Kilometer bis Seduna waren wirklich Anstrengend, weil es so eintönig war und relativ eng und gerade. Vor allen Dingen, du hast gemerkt, sobald wir in Südaustralien angekommen sind, ist auf einmal die Straße auf jeder Seite einen halben Meter enger gewesen und jedes Mal wieder so ein riesen Rottrain entgegenkommt, dann bläst der Wind dich fast weg und da muss man höllisch aufpassen und alleine dadurch ist es schon anstrengend gewesen, weil man muss sich hoch konzentrieren auf dem Stück und wir haben auch gleich noch wieder, ich glaube 1 oder 2 Unfälle hatten wir auch wieder gesehen. ja. Und nicht nur die 90 Meilen, die in der Mitte von dem Air Highway waren, die sind anstrengend, sondern der ganze Air Highway, der war fast nur geradeaus und diese 90 Meilen waren halt diese einzige Stelle, die dann wirklich an einem Stück gerade ist. Ansonsten hat man hin und wieder mal eine Kurve gehabt, aber ansonsten war er eigentlich immer geradeaus. Und es hört sich leichter an, als es im Grunde genommen sich fährt.
Also man sollte auf alle Fälle genug Pausen einplanen. Wir haben einmal am Bummeltag eingelegt und einmal noch eine Tagestour gemacht haben auf einen von den vielen Four-Wheel-Drive-Tracks, die von diesem Air-Highway abgehen. Und wir haben es eigentlich wirklich langsam angehen lassen und ich fand, es war auch gut so gewesen, sonst wären wir am Ende wirklich noch irgendwann eingeschlafen am Steuer. Also die Nalabur, gerade da, wo wir die Caves gemacht haben, Nähe Medura, glaube ich, war es gewesen, das ganze Gelände dort ist mit Sinkholes und Höhlen da durchsiebt, regelrecht wie so ein Schweizer Käse. Also da hätten wir wahrscheinlich Wochen verbringen können, wenn du wirklich alle Höhlen erforschen willst. Die Klippen, sagen alle, sind diese berühmten Klippen. Gut, die Klippen gehen aber auch über hunderte von Kilometern. Aber da fährt man einmal ran, guckt sich die Dinger einmal an und das war's dann. Weil dann fahre ich 500 Kilometer weiter, fahre an die Klippe ran und die sieht genauso aus wie vorher. Ja. Deshalb sind wir dann halt, haben uns ein paar Sachen rausgepickt, sind dann durchgefahren und sind jetzt wieder angekommen, wo wir jetzt wieder ein paar mehr Ortschaften haben. Ja, und ich habe gelesen in der Broschüre, die Banda Cliffs, die sind, glaube ich, die längste zusammenhängende Klippe weltweit. In dem Fall waren sie schon einzigartig. Und ich meine, die Klippe war nicht schlecht zum Übernachten. Jetzt kommen wir langsam wieder in die Gegenden, wo jetzt wieder mehr kleine Ortschaften kommen. Und jede Menge Fliegen. Und jede Menge Fliegen. Jetzt kommen wieder ein paar kleine Ortschaften drin, wo man dann auch wieder was shoppen gehen kann, ohne dass es gleich ein Arm und Bein kostet. Die haben jetzt Ende der Woche einen Termin, aber bis dahin können wir uns im Prinzip jetzt noch ein bisschen Zeit lassen und danach haben wir dann keine Termine mehr und dann können wir uns richtig die Rosinen rauspicken und gucken, wo es denn weitergeht. Ich meine, wir wissen ja schon, wo es hingeht. Aber es verraten so die grobe Richtung. Aber es verraten wir aber nicht. Das großes Geheimnis. Ja, im Moment steht erstmal die Air Peninsula an, die Air-Halbinsel, dass wir die noch so ein bisschen erkunden, bis Port Lincoln, bis wir unseren Termin haben und danach noch ein bisschen weiter. Und gut, ich denke mal, das war's dann für heute. Wir stehen jetzt hier kurz hinter Seduna auf einem kleinen kostenlosen Platz. Wieder so ein Rotzeitplatz. Also die Straße ist, keine Ahnung, knapp 100 Meter weit weg. Man hört sie, aber ist kostenlos. Und die Gegend ist gut. Hier bleiben wir heute Nacht. Und dann, ist halt nur für die Nacht. Genau. Und dann melden wir uns morgen wieder. In den Informationszentren holen wir uns immer ein paar Broschüren. Hier haben wir einen zum Beispiel für die Nalabur und da ist eigentlich hauptsächlich nur eine Landkarte drin. Dann haben wir welche direkt für die Stadt und dann haben wir natürlich welche, weil ich am liebsten mag, diese Broschüren über die ganze Gegend. Da kann man dann halt durchlesen, was im Grunde genommen man machen kann. Und wenn es dann noch die wirklich gute sind, dann haben die auch eine Landkarte mit drin. Und da markieren wir uns dann immer, bisschen windig, Entschuldigung, da markieren wir uns dann immer das, was ich in der Broschüre gefunden habe. Und so sieht das Ding am Ende aus. Und die hat uns jetzt hier zu den Whistling Rocks geführt. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Und wie alle mal sehen, wir haben wieder unsere super fashionable Sturmhüte aufgesetzt, weil es nämlich gerade ein bisschen windig und wir müssen jetzt über die Düne rüber. Da wird es mit Sicherheit noch ein bisschen windiger. Schauen wir mal. Also ja, Fashion Contest gewinnen wir heute wieder nicht. Leider. Okay, auf geht's. Auf geht's. Gut. Die besten Umstände, wenn man sich das Spektakel angucken will, ist mit High Tide, also Hochwasser. Flut. Und Onshore Winds, also wenn der Wind vom See kommt. Yippie! Wir haben Close to Low Tide und der Wind kommt genau von einer anderen Richtung, also so ziemlich genau. Also mal gucken, ob überhaupt was bei rauskommt. Okay, jetzt gehen wir den Boardwalk lang, der uns dann zu den Whistling Rocks bringt. Also da hinten kann man sehen, wie hoch das Geländer ist. Und hier kann man sehen, wie hoch das Geländer ist, wo wir gerade hergekommen sind. Also hier hat schon eine Weile keiner mehr gefegt. Da wandert gerade die Düne drüber.
Eine frische Brise hier, oder? Ja. Was würde der Schleswig-Holsteiner sagen? Ein laues Lüftchen weht am Morgen. Ob da was rauskommt, wenn es Hochwasser ist? Keine Ahnung, vielleicht. Könnte Das fast heißt sein, aber ne? auch, dass du denn hier unter der Dusche stehen würdest. Könnte fast sein, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass das nur die pfeifenden Löcher sind, die pfeifenden Rocks sind. Dass die Luft dann durchgedrückt wird und da dann das Pfeifen rauskommt. Keine Ahnung, ja. Was ist Und das? jetzt kann man hier mal kurz gucken. Ist so dermaßen windig hier. Guck mal, wie das Geländer hier. Das ist ein Holzgeländer. Das zerlegt regelrecht das Holz. Fühlt sich an wie Fell. Und dann, ja, ist wie Fell, ist ganz weich. Ja, leider haben wir Low Tide. Also von dem richtigen Naturspektakel sieht man leider nicht viel. Schon faszinierend, wie sanft und wie gewaltig Natur sein kann, oder? Ja. Nach den Whistling Rocks sind jetzt die Haystacks auf unserer Liste. Also sie heißen nicht Haystack, sie heißen Inselbergs. Hier nennen sie Inselbergs. Entstanden, Fracture Apartment, dann ist es Crystalline Rock. gekreckt und ein bisschen was weg und hier und da was weg und puff und da waren sie. Hilltopper Granite, ungefähr 1500 Millionen Jahre alt. Sie jetzt so aussehen und das praktisch weggeweht wurde und vom Wind, ist aber nur 100.000 Jahre her. Das letzte, was wir uns heute angucken, sind die Woolshed Cave. Caves. Genau. Weil der Eingang ist irgendwie unter uns. Ja? Angenehm kühl hier drin. Ja, das ist super. Wusstest du übrigens, dass Skorpion mein Sternzeichen ist? Ja, wusste ich. Wir sind heute Morgen in die Nähe von Elliston gefahren und da gibt es einen Tourist Drive, der oben auf den Klippen lang führt. Und damit die Leute den auch schön fahren, hat ein Künstler da ein paar Statuen hingestellt und die wollen wir uns jetzt anschauen. Und anfangen kannst du mit den großen Badelatschen. Ist
ganz meine Größe. So eine Idee muss man erst mal gucken. Badelatschen. Okay. Aber hat was. Auf unserem Weg nach Port Lincoln sind wir an einer Baustelle vorbeigekommen und die schicken uns jetzt auf einen Umweg. Die Originalstraße ist eigentlich eine schöne befestigte Straße und der Umweg ist eine absolut unbefestigte Straße und zu allem Überfluss hat es jetzt auch noch angefangen zu regnen. Unser Caravan und unser Auto werden hinterher schön schmutzig sein. Also nicht nur, dass die Baustelle uns umgeleitet hat, auf der Umleitung ist auch noch eine Baustelle. Guck mal, wen man hier so trifft. Ein Schingelberg. Das ist ein richtiger Australier. Hä? Wir haben die Ruhe weg. So was Hübsches sieht man, wenn man dann morgens auf dem kleinen Campingplatz aufsteht. Wir sind gestern in Port Lincoln angekommen und heute bringen wir den Caravan zu seiner Inspektion. Die 10.000 war in Broome und die 20.000 Kilometer sind hier jetzt in Port Lincoln. Und ich denke mal, auf der Strecke werden wir auch noch die 30.000 Kilometer Inspektion machen müssen. Okay, Peter ist jetzt drinnen in der Werkstatt und verhandelt mit denen und gleich werden wir den Caravan wahrscheinlich abstellen. Und dann werden wir Port Lincoln erkunden. Unser Caravan hat seine Inspektion bestanden. Gut, keine Reparaturen. Ja, diesmal, weiß ich ja, jetzt nachdem alle Garantiefälle abgearbeitet wurden, war diesmal wirklich nichts. Also ist halt nur normale Inspektion gewesen. Wir haben ihm gesagt, was er mal nachgucken sollte, weil was vorher kaputt gegangen ist, aber alles okay. Wir können weiterfahren. Ja. Das haben wir auch gemacht. Wir haben Port Lincoln hinter uns gelassen und sind nach Tambi Bay gefahren. Und das werden wir morgen dann unsicher machen. Wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr nächste Woche wieder mit einschalten. Wir verabschieden uns dann für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen netten Kommentar da oder einen Daumen hoch. Was? Und dann bis nächste Woche. Tschüss. Bye.